Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Presse. Herzlich willkommen bei Daimler Buses oder genauer gesagt, herzlich willkommen bei den Daimler Buses E-Mobility Days 2.0. Ich bin Jörg Howe, ich bin zuständig für die Kommunikation bei der Daimler Truck AG und führe so ein bisschen durchs Programm und mache das Housekeeping. Ich freue mich, dass wir alle dabei sind. Wir haben auch einen Livestream zugeschaltet, sodass mehr Kolleginnen und Kollegen dabei sein können. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie weit wir sind bei der Transformation hin zu emissionsfreien Fahrzeugen bei Daimler Buses. Jetzt noch ein paar organisatorische Hinweise, damit das alles einigermaßen sauber abläuft heute. Wir starten zunächst mit Reden, wie bei so einer Veranstaltung üblich, nämlich mit Martin Daum, den ich herzlich begrüße, und Till Oberwörder, den ich auch ebenfalls herzlich begrüße. Willkommen. So, im Anschluss dann können unsere Gäste hier vor Ort, Till Oberwörder und Mirko Skodda, dem Leiter Marketing und Vertrieb, Fragen stellen. Danach haben Sie dann die Möglichkeit, direkt vor der Bühne den neuen Bus mit oder ohne Personal von uns zu fotografieren. Anschließend starten wir mit 3 Workshops, in welchen wir Ihnen weitere Details zu den neuen Fahrzeugen, zu unseren Stadtbussen und zu unserem Serviceangebot rund um die E-Mobilität vorstellen wollen. Dazu werden wir Sie in 3 Gruppen einteilen, 3 Gruppen. Keine Sorge, alle Gäste können die Workshops besuchen. Und damit das nicht ganz so kompliziert ist, gibt es farbige Aufkleber auf Ihrem Namensschild. Wenn Sie umdrehen, können Sie das sehen. Und nicht wundern, es ist keine politische Aussage. Es sind die Farben Rot, Grün oder Gelb bei Ihnen hinten drauf auf der Karte. Und es zeigt Ihnen an, in welchem Workshop Sie dann anfangen sollen. Kolleginnen und Kollegen von Daimler Buses werden Sie nach der Fragerunde hinten in der Halle mit Schildern erwarten. So, was haben wir jetzt? Ich glaube, es kann schon losgehen. Und ich darf nun Martin Daum bitten, einfach auf die Bühne zu kommen und seine Rede zu halten. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist für mich eine ganz besondere Rede heute, weil es ist meine letzte Rede, die ich öffentlich für Daimler Truck mache. Nach mehr als 15 Jahren im Vorstand, davon mehr als die Hälfte der Zeit als Chef und zum Schluss als Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck, neigt sich meine Arbeitszeit dem Ende zu, was ein ganz komisches Gefühl ist, weil ich freue mich auf die Zeit danach, aber umgekehrt war es doch Teil des Lebens und deshalb auch wirklich ein komisches Gefühl, Abschied zu sagen und heute Morgen beim Herfahren zu denken, das ist das letzte Mal, um auf der Bühne zu stehen. Aber auch ein schönes Gefühl. Warum ein schönes Gefühl? Weil ich finde, diese Veranstaltung oder diese Art von Veranstaltung ist eigentlich viel zu selten. Wir hatten im Vorfeld hier im Kreis der Öffentlichkeitsarbeiter darüber philosophiert, ob TikTok, Instagram, LinkedIn gut für die Welt ist oder nicht. Es ist sicherlich gut, um kurz eine Überschrift zu erfahren, um innerhalb von 10 Minuten durch 50 verschiedene Themen zu wischen und am Ende irgendein Bild gesehen zu haben und dummerweise dann doch die Headline verfängt, Bus hat ein Problem, der Typ ist ein Vollpfosten und der andere wird es wahrscheinlich nicht tun. Das sind aber nicht die Nachrichten, die die Welt verändern, das ist nicht die, die unsere Probleme lösen, sondern Probleme löst man durch Wissen, durch Information, durch tief in ein Thema einsteigen. Und deshalb möchte ich mich bei jedem bedanken, der heute hier ist und hiermit auch schon gleich seine Bereitschaft erklärt, Zeit zu investieren in Information. Für uns bei Daimler Truck war es immer extrem wichtig, wir haben es auf Englisch genannt, Voice of the Industry. Und Voice of the Industry war nicht für uns gemeint, dass wir die sind, die am lautesten schreien. Die größten Headlines produzieren, die unmöglichsten Behauptungen aufstellen, sondern diejenigen, die eine Quelle sind für Information, die offen über die Herausforderungen reden, die Lösungsalternativen offen diskutieren, die Informationen weiterleiten und die damit wichtiger Bestandteil des Meinungsbildungsprozesses sind.
Und deshalb ist gerade heute die Veranstaltung, wo wir mit Schwerpunktvertretern aus Politik, Presse und Verbänden ist es so ganz wichtig, dass sie zu einer Quelle kommen, wo sie wissen, da kann ich jede Frage stellen, da kann ich auch kritische Fragen stellen, da kriege ich gute Antworten und wenn die Leute mal nichts wissen, dann sagen sie es auch, aber im Regelfall wissen sie. Vielleicht nicht die 100%ige Antwort, vielleicht nicht die Behauptung, die sich später als falsch herausstellt, aber sie wissen genau, von was sie reden und über die Lösungen, über die sie reden, die haben Hand und Fuß und sind die die Welt dann in den künftigen Jahren bewegen. Und das ist genau die Firma, der es lohnt zuzuhören. Und das ist genau die Firma, wo es sich lohnt, drüber zu schreiben. Und das sind genau die Antworten, die ich brauche, um später die richtigen Entscheidungen in Verbänden, Politik oder Presse zu treffen. Und dann morgen kommen Kunden und Händler mit dazu, Vertriebspartner, weil dort ist es auch wichtig, dass man diese Botschaft nach draußen bringt. Bus war für mich immer eine Herzensangelegenheit. Ich kann mich erinnern, als wir ganz früh im Daimler-Vorstand über Nachhaltigkeit diskutiert haben. Und da war dieses englische Modewort Shared Economy. Wir wollen die moderne Jugend will kein Eigentum mehr haben, sondern will sharen, was für Pkw ziemlich ernüchternd war. Für den Bus war es, oh ja, endlich. Ja, der Bus shared schon seit langem. Und zwar nicht nur der Bus shared mit anderen, sondern der ist jeden Tag ganz, ganz wichtig und voll. Und wenn ich dann meine Kollegen im Pkw-Bereich ärgern wollte, habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich keine Pkw. Und das war ja damals ein Vorstand mit 7 Pkw-Menschen und einem Lkw-Menschen. Von daher, wenn du dann gesagt hast, also ich gesagt, weil ich kann laufen, ich kann Fahrrad fahren und wenn es schlecht Wetter ist und die Strecke lang ist, dann nehme ich einfach den Bus. Und dann sind wir wieder hier. Denn ohne Bus geht es nicht, ohne Pkw eventuell. Aber der Bus ist ganz wichtig. Und der Bus war für mich ja immer eine ganz wichtige Angelegenheit, auch in der tiefen Phase von Corona, wo wir die Fabrik in Ulm fast für 18 Monate geschlossen hatten und auch die anderen Werke nicht besonders gut gelaufen sind. Ich glaube, wir haben zu einem Zeitpunkt mal 300 Aufträge in einem ganzen Jahr gekriegt. Das ist weniger als 1 am Tag. Und was haben wir in der Zeit gemacht? Nicht im Bereich geschlossen, sondern wir haben verstärkt in Produkte investiert, weil wir wussten, eines Tages ist Corona vorbei und dann will der Mensch sich wieder bewegen und dann braucht es wieder den Bus. Und wenn es dann losgeht, dann wollen wir mit den besten und modernsten Produkten auf der Straße sein. Genau die unsere Kunden brauchen, genau die unsere Gesellschaft im nachhaltigen Transport brauchen. Und deshalb haben wir investiert und wir haben recht gehabt. Und deshalb ist der Bus ganz stark aus der Krise herausgekommen und ist heute stärker denn je. Was mir zum Zweiten immer bei Daimler Bus gefallen hat, war, dass die Mannschaft, die mit Till Oberwörder zusammen, jeder Einzelne, ob im Management oder auf der Mitarbeiterebene, immer als Unternehmer agiert. Ich habe in den letzten Wochen viele Interviews gegeben, weil die Leute immer sagen, Herr Daum ist ein Unternehmer. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Manager. Weil der Manager ist am nächsten Quartal interessiert. Der Manager ist daran interessiert, dass er wieder eine Headline produziert. Und wenn es mal nicht klappt, dann zieht er weiter und macht die Headline woanders. Ein Unternehmer weiß, dass das, was er heute entscheidet, morgen Auswirkungen hat in der Umgebung, bei seinen Kunden, bei seinen Mitarbeitern, in den Städten und Gemeinden, wo er seine Werke hat und dass er dafür Verantwortung trägt. Und das macht der Unternehmer. Er hat immer einen ganz deutlich langfristigeren Blick. Manchmal haben mich Menschen gefragt, wie sieht der LKW des Jahres 2030 aus? Und ich wandle es jetzt um auf, wie sieht der Bus des Jahres 2030 oder des Jahres 2040 aus? 2030 hat man so ein bisschen eine Idee, wie er aussehen könnte, weil daran arbeiten wir schon. Aber wie der Bus des Jahres 2040 aussieht, wissen wir nicht. Aber wir wissen bei Daimler Trucks eins: Er wird den Mercedes-Stern vorne tragen und es wird genau der Bus sein, den die Städte und Gemeinden und den die Fernbusunternehmen nachsuchen, weil sie wissen,
das ist die beste Technologie, die ich im Jahr 2040 erhalte. Genau wie Sie wissen, dass es die beste Technologie ist, die Sie im Jahr 2030 erhalten werden. Und Sie wissen es deshalb, weil 2024 die Busse, die Sie hier im Saal sehen, die besten Busse sind, was Ihr Geld kaufen kann. Ein Unternehmer möchte Geld verdienen. Aber er möchte nicht Geld verdienen um des Geldes willen, sondern weil er einfach begeisterte Produkte an seine Kunden weitergibt, weil er die Probleme löst, die unsere Kunden haben, weil er weiß, dass der Kauf eines Busses die wichtigste Entscheidung ist, die der Kunde jedes Jahr zu fällen hat. Die Gemeinden und Städte mit ihren begrenzten Budgets, die Reisebusunternehmer, wo es eine Familienangelegenheit ist, welchen Bus ich kaufe und wo ein Fehler beim Kauf des Busses große Probleme für viele Jahre bringen könnte. Und wir sind dafür da, dass es kein Fehler ist, unseren Bus zu kaufen. Diese Veranstaltung hier ist im Zeichen der Elektromobilität. Der Bus ist der Bereich, der am schnellsten und stärksten bisher umgestellt hat. Wir haben letztes Jahr weltweit etwa 519.000 LKWs, noch ein paar hundert dazu, verkauft, Diesel, und 3.000 Commercial Vehicle, also Nutzfahrzeuge mit E. Davon einen erheblichen Anteil an Bussen. Wir sind hier Vorreiter und es ist ein Bereich, wo der Lkw-Bereich vom Bus lernt und nicht wie sonst üblich der Bus vom Lkw-Bereich. Was für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, die Synergie zwischen Lkw und Bus, weil den Bus, den Sie hier sehen, das ist nicht das Produkt, das ist ein Produkt von sehr guten, wenigen Ingenieuren, die mit begrenzten Mitteln, weil der Markt ist einfach nicht so groß, das hergestellt haben, die aber davon profitieren, dass auf der anderen Seite 8.000 Ingenieure am Lkw arbeiten. Und alles, was dort erfunden wird und nützlich für den Bus ist, wird vom Bus gekrapscht und in die Produkte eingebaut. Ich habe das mal strategisch genannt, hemmungsloses Schmarotzen. Weil genau das ist das, was den Bus gut macht. Und zwar auch wieder ein englisches, jetzt kommt ein englisches Wort, als Pull-Synergy. Also ich ziehe als Bus den Vorteil und der Gegenteil ist ein Push-Synergy, wo ein ferner Chef in Stuttgart ohne Ahnung vom Bus denkt, das ist jetzt das Richtige, was er einfach reindrückt in den Bereich. Ich war immer ein Gegner von solchen Push-Strategien. Ich wollte immer die Pull-Strategien haben, wo man vom Kunden aus guckt, wo kriege ich günstig das absolut Beste für meine Kunden her. Und der Bus hat diese Kunst perfektioniert. Nur jetzt im Elektro fängt es an, fast umgekehrt zu gehen, weil der Bus da schneller und früher da ist. Ich kann mich noch an 2018 erinnern, als wir in Mainz den ersten E-Citaro präsentiert haben. Ein super Produkt damals. Und als wir dann die 2019er Planung gemacht haben, da war so die Zahl, ich weiß gar nicht mal, 130, 150 oder so drin. Und Martin Daum kennt immer eine größere Zahl und war so, hey Till, da können wir doch auch 200. Ja, also ist so eine krumme Zahl, müssen wir nicht machen. Es war dann die große Frage, was ist in 2019 der Engpass? Ist es, dass wir nicht genügend Batterien kriegen? Ist es, dass die Produktion es nicht hinkriegt, mehr zu bauen? Oder ist es nachher der Kundenbedarf? Für 2019 war es am Ende der Kundenbedarf. Warum? Weil die Umstellung auf Elektromobilität schwieriger ist als gedacht. Die ersten, ich nenne es immer so, die ersten Autos sind die Gaining-Headline-Autos. Da kauft der Bürgermeister einen E-Bus und es wird in der Presse groß gefeiert, wenn dann besondere Veranstaltungen sind, besonders auch gern mit Nachhaltigkeitshintergrund steht der Bus auch vorne. Fahren tut er nicht unbedingt, aber er ist wichtig. Das ist die erste Phase. Die hat man sehr früh hinter uns gehabt. Die zweite Phase ist die ich nenne Gaining Knowledge, also Wissen generieren. Da fahren 20 Busse in der Stadt, da lernt man Ladekonzepte kennen, da wird über Werkstattkonzepte nachgedacht, da wird über neue Routenplanungen nachgedacht, da lernt man Probleme kennen, die wir und auch der Kunde vorher noch nicht mal auf dem Radar hatten. Und gemeinsam lösen wir es dann. Und wenn diese Phase beendet ist,
Dann kommen wir in die Gaining-Business-Phase, und zwar auf beiden Seiten, bei uns und Kunde. Dann ist es plötzlich, ist es der gesamte Fuhrpark oder sind es nur 80% des Fuhrparkes? Wie rollen wir die Autos aus, dass sie dort in Werkstattkonzepte und Routenplanung mit reinpassen? Und dann kommt es zu großen Stückzahlen, und so haben wir letztes Jahr knapp über 500 Busse ausgeliefert, und dieses Jahr werden es deutlich über 1000 Busse werden. Und im Moment ist, ich würde mal sagen, das noch lang nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt ist es eher der Batterie-Supply, der uns beengt, aber auch die Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Und dann, bei uns können Sie dann jede Menge bestellen. Wir liefern gerne aus. Wir sind klar committed zu dieser Nachhaltigkeit. Wenn wir am Anfang 2018 mit einem Bus rausgekommen sind, hat man inzwischen die unterschiedlichsten Baumuster, weil wir wissen, dass Streckenplanung, Menge an Personen und auch Besonderheiten von Topografie, aber auch von Kundenanforderungen in den einzelnen Städten unterschiedlich sind. Deshalb können wir auch die Varianz, die wir im Diesel angeboten haben, inzwischen auch im E-Bus nachziehen, und von daher auch dort ein ganz, ganz breites Angebot. Super Arbeit von einem relativ kleinen Team, die da in Windeseile eine Variante nach der anderen rausspucken. Und auch heute haben wir hier eine Neuheit, die wir Ihnen präsentieren werden. Aber die werde ich nicht präsentieren, sondern die darf der präsentieren, der mit Herzblut dabei ist, unser Hauptbusler. Das ist eigentlich fast zu klein für dich. Der Chef unseres Busbereichs, an den ich jetzt übergeben darf, Till Oberwörder, der viele tolle Sachen Ihnen weiter erzählen wird. Bei mir bleibt es übrig zu bedanken. Danke für Ihre Zeit heute. Danke für Ihr Interesse am Bus. Danke für Ihre Unterstützung, die Sie bei Presse, Verband oder in der Politik uns in der Vergangenheit gegeben haben. Danke, dass Sie hier diesen tollen Fahrzeugen ermöglichen, in die Händen von Kunden zu kommen. Und deshalb freue ich mich schon auf die nächste Kapitel in Geschichten im Bus. Und das werden tolle Kapitel sein. Till, the floor is yours. Ja, lieber Martin, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, für denjenigen, der noch nicht richtig verstanden hat, wie sehr du unser Busgeschäft gestützt hast über all die Jahre, das ist heute sehr klar geworden nochmal, weil du wirklich über all die Zeit immer genau diese Rückendeckung auch eben, Sprung, den wir gemacht haben, gegeben hast. Und deswegen bin ich extrem dankbar, dass du heute Zeit gefunden hast, mit dabei zu sein bei dem für uns so wichtigen Event. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Ihnen sagen, ich habe mich wirklich lange auf diesen Tag hier gefreut. Eigentlich seit unseren letzten E-Mobility Days in Mannheim im Jahre 2022. Damals haben wir bei Daimler-Buses unseren Fahrplan für die Elektromobilität vorgestellt. Und heute erreichen wir eine wichtige weitere Zwischenstation. Wir können Ihnen einen brandneuen, einen seriennahen, emissionsfreien Bus vorstellen. Und das ist noch nicht alles. Wir haben noch einige weitere Neuigkeiten für Sie in petto, wie wir den nachhaltigen Busverkehr vorwärts bringen wollen. Mit technologischen Weiterentwicklungen, neuen Dienstleistungen und auch neuen Kooperationen. Fangen wir mit diesen Neuigkeiten an und heben uns das Allerbeste, den neuen Bus, für den Schluss auf. Schauen wir zunächst zum Stadtbussegment. Hier gibt es zwei technologische Weiterentwicklungen. Die erste davon ist unsere neue Batteriegeneration NMC4. Sie hat eine knapp 6% höhere Energiedichte als die Vorgängergeneration und auch die Lebensdauer hat sich nochmal deutlich gesteigert. Beides ist möglich dank einer anderen Zusammensetzung der Zellchemie. Und ab Anfang 2026 verbauen wir die NMC4 in allen unseren e-Citaro-Modellen. Möglich wurde dieser Technologiesprung durch unsere strategische Partnerschaft mit dem Batteriesystem-Experten BMZ Polen. Und deshalb an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit an Thomas Jankowski und Paweł Kepski. Sie sind beide heute von BMZ Polen hier vor Ort. Herzlichen Dank für Ihr Dasein. Die zweite Weiterentwicklung ist, dass unsere Kunden den e-Citaro Fuel Cell ab sofort
auch zu 100% mit Wasserstoff als Energiequelle fahren können. Das Fahrzeug hat wie bisher sowohl Batterie als auch Brennstoffzelle an Bord. Der Strom für die Batterie wird daher durchgängig über die Brennstoffzelle erzeugt. Und das Laden der Batterie und damit auch der Aufbau einer Batterie-Ladeinfrastruktur entfällt. Und auch dieser Modus bietet eine hohe Reichweite von bis zu 480 Kilometern mit einer Tankfüllung. Für wen ist das interessant? Zum Beispiel für Kunden, die grünen Wasserstoff als Energiequelle tatsächlich bevorzugen. Oder für Kunden, denen sehr kurze Standzeiten beim Tanken einfach wichtig sind. Zu den ersten Kunden, die den neuen Wasserstoffmodus getestet haben, gehört die SSB Stuttgart. Sie haben uns auch das Ausstellungsfahrzeug da drüben mitgebracht. Einen ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle an die SSB für die Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch für die Leihgabe, die dort hinten steht. Meine letzte Neuigkeit im Stadtbussegment betrifft unsere Infrastruktur-Services. Unser Tochterunternehmen, die Daimler Buses Solutions, hat seit 2018 schon rund 40 Projekte rund um den Aufbau von Elektroinfrastruktur gewonnen und bereits zahlreiche Projekte auch davon erfolgreich umgesetzt. Allein in diesem Jahr haben wir rund 20 weitere Projekte nicht nur vorangetrieben, sondern auch den Zuschlag erhalten. Sie sehen, also auch dieses Segment wächst derzeit sehr stark und wir können mit Geschwindigkeit und Erfahrung bei der Umsetzung solch wirklich komplexer Projekte absolut punkten und unterstützen. Mit Blick nach vorn werden wir uns ein weiteres Thema vornehmen und uns darauf konzentrieren: den IT-gestützten Betrieb von Fuhrparks, Depots und Ladeinfrastruktur. Mit der richtigen Software können elektrische Flotten nämlich noch wirtschaftlicher eingesetzt werden. Man könnte die Busse im Depot zum Beispiel dynamisch laden. Das heißt immer dann, wenn der Strom günstig ist. Intelligente Lösungen wie diese werden wir unseren Kunden bald anbieten, zusätzlich zu unseren bestehenden Infrastrukturservices. Und dazu wollen wir uns in Kürze an einem IT-Unternehmen beteiligen, das schon heute absolute Benchmark-Produkte für den ÖPNV im Markt hat. Der Sinus GmbH aus dem bayerischen Regensburg. Der Gründer und CEO hinter Sinus, Armin Prommersberger, ist heute auch unser Gast. Schön, Herr Prommersberger, wir haben uns gestern schon auch abends gesehen, dass Sie heute da sind. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wir arbeiten bereits seit 2 Jahren eng zusammen, gerade im Bereich digitale Infrastrukturlösungen, und auch die Rückmeldung unserer Kunden sind extrem positiv. Für uns das wichtigste Argument für diese Zusammenarbeit und auch diese Zusammenarbeit weiter auszubauen. Soweit die Neuigkeiten aus dem Stadtbussegment. In Summe kommen wir wirklich sehr gut voran. Unser Portfolio wächst, so wie wir es 2022 bei unseren E-Mobility Days in Mannheim auch angekündigt haben. Mit unserem jüngsten Neuzugang, dem e-Citaro K, können wir nahezu alle relevanten Anwendungsfälle unserer Kunden abdecken. Und unsere Services erleichtern Ihnen wirklich den Umstieg auf elektrische Flotten. Meine Damen und Herren, wir reden nicht nur über den Stadtbus, wir übergeben heute auch einen, und zwar ein ganz besonderes Modell, den 70.000. Citaro aus unserer Herstellung, und natürlich ist es ein e-Citaro. Das Fahrzeug ist künftig in den Niederlanden zu Hause und ich freue mich wirklich sehr, die COO der HTM Personenverkehr, Frau Karin Bosch, begrüßen zu dürfen, hier bei uns im Hause. Die eigentliche Übergabe, die findet dann später statt, selbstverständlich vor dem Fahrzeug, und auch dort kann man dann natürlich das Ganze bildlich dokumentieren. Wirklich viel Freude mit dem Fahrzeug, Frau Bosch, herzlichen Dank und schön, dass Sie es hierher gefunden haben. Soweit zu unseren Stadtbussen. Und schauen wir jetzt an das andere Ende unserer Roadmap, zu den Reisebussen. Wir arbeiten, wie Sie wissen, derzeit an unseren elektrischen Reisebussen und Modellen. Bis 2030 wollen wir die ersten Fahrzeuge entsprechend anbieten. Unsere Technologiestrategie steht weiterhin auf 2 Säulen. Wir wollen sowohl Wasserstoff als auch batteriebetriebene Busse anbieten. Worauf ich heute eingehen möchte, sind aber nicht die Produkte, sondern ein wichtiges politisches Anliegen. Die EU hat in diesem Jahr erstmals ein CO2-Ziel für Reisebusse beschlossen. Die Emissionen in diesem Sektor sollen zwischen 2025 und 2030 um 43% sinken.
Damit das so eintrifft, benötigt es neben den Bussen aber auch ausreichend Infrastruktur. Und hier steuern wir auf einen gravierenden Engpass zu. Was sind die zentralen Herausforderungen? Erstens der Ausbau. Wir brauchen bis 2030 mindestens 35.000 Schnellladepunkte und ungefähr 2.000 Wasserstoffzapfsäulen, um die gewünschte Anzahl von emissionsfreien Nutzfahrzeugen eben zu versorgen. Nicht nur für Busse, auch für Lkw. Und dazu müssten ab sofort eigentlich pro Monat ungefähr 450 Ladestationen in Europa aufgebaut werden und 30 Wasserstoffzapfsäulen aufgebaut werden. Das Tempo ist wirklich deutlich zu gering. Zweitens, ein Parkplatz mit Ladesäule und 3 WC-Kabinen reicht für bis zu 100 Buspassagiere nicht aus. Es müssen ausreichend Ladepunkte an den Raststätten tatsächlich gebaut werden, die über die entsprechenden sanitären Anlagen, aber auch Verpflegungsangebote verfügen. Und seitens der EU gibt es hierfür bislang wirklich keine verpflichtenden Vorgaben. Und in Deutschland werden derzeit ausschließlich nicht bewirtschaftete Rastanlagen projektiert. Nicht so ideal. Und drittens, emissionsfreie Reisebusse benötigen auch eine flächendeckende Infrastruktur jenseits der Autobahnen. Denn die meisten Sehenswürdigkeiten, Sportplätze oder Freizeitparks liegen eben nicht an der Autobahn, sondern weit davon entfernt. Und auch hierfür gibt es derzeit nicht wirklich eine klare und saubere Planung oder Vorgaben. Das müssen wir ändern, das müssen wir schnell ändern, sonst bleibt emissionsfreies Verreisen für viele Jahre nur ein schöner Traum. Und wir appellieren deshalb eben auch an die zuständigen Entscheidungsträger in der EU und in jeweiligen Ländern, den elektrischen Reisebus bei der Infrastrukturplanung zu berücksichtigen. Hersteller und Betreiber müssen mit an den Tisch gesetzt werden, um die entsprechenden Richtlinien durchaus auch gemeinsam zu erarbeiten und das ganze Thema nach vorne zu bringen. Und mit Blick auf die CO2-Zielsetzung 2030 sprechen wir uns eindeutig, wie auch von ACEA vorgeschlagen, für eine vorgezogene Revision der Richtlinie aus. Es muss zeitnah diskutiert werden, wann die vorgegebenen 43% CO2-Einsparungen realistisch erreichbar sind. Die Ziele sollen fordern, aber nicht überfordern. Ich denke, niemand will dem Bus, einem Verkehrsmittel, das schon heute so umweltfreundlich ist wie ein elektrischer Fernzug, dadurch schaden. Und wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Anliegen tatsächlich auch Gehör finden. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum heutigen Höhepunkt. Wir widmen uns der Überlandspur und damit auch unseren Produktneuheiten. Ich vermute, dass Sie alle hier schon einmal in einem Überlandbus gesessen haben, denn diese Fahrzeuge kommen einfach in unglaublich vielen Lebenssituationen zum Einsatz. Als Schulbus, als Verbindungsader zwischen den Dörfern oder Dörfern und Städten, als Shuttle-Dienste oder eben auch für kurze Ausflugsfahrten. Wenn Sie wollen, können Sie schon bald in einem elektrischen Überlandbus aus unserem Haus einsteigen. Seine Entwicklung ist nahezu abgeschlossen und wir freuen uns wirklich riesig, mit Ihnen heute diesen seriennahen Prototypen vorzustellen. Meine Damen und Herren, der erste elektrische Überlandbus aus dem Hause Daimler-Buses ist der Mercedes-Benz e-Inturo. Meine liebe Damen und Herren, bei der Entwicklung des e-Inturo waren uns zwei Dinge wirklich wichtig. Erstens, unsere Kunden sollen natürlich keine Abstriche im Vergleich zu einem herkömmlichen Inturo machen müssen. Im Gegenteil, eine Fahrt im e-Inturo soll noch leiser, vibrationsärmer und natürlich auch emissionsfrei sein. Und zweitens, wir wollten genügend Reichweite für die vielfältigen Einsatzprofile im Überlandssegment
auch bieten. Strecken von bis zu 400 Kilometer müssen möglich sein, das war die Messlatte. Und mit dem Mercedes-Benz e-Enduro springen wir problemlos darüber hinweg. Mit seinen 2 Batteriepaketen kann er abhängig von Fahrweise natürlich, Topografie, aber auch von Witterung bis zu 500 Kilometer ohne Nachladen tatsächlich fahren. Die Batterien, die wir verwenden, sind sogenannte LFP-Batterien. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders hohe Lebensdauern haben. Diese beträgt dank dieser neuen Zellchemie bis zu 15 Jahre, je nach Anwendung. Und im Gegensatz zu anderen Batteriezelltechnologien können bei der LFP-Technologie über 95% der installierten Kapazität auch tatsächlich genutzt werden. Und dies ermöglicht eine höhere Reichweite bei gleich viel verbauter Batteriekapazität. Die LFP-Batterie ist inklusive vieler Hochvoltkomponenten bereits erfolgreich im Mercedes-Benz e-Actros im Einsatz. Und hier kommt der Punkt wieder zum Tragen, den Martin Daum vorhin angesprochen hatte. Wir nutzen also erprobte Technologie und können diese Skaleneffekte realisieren, was bei der Elektromobilität ein wirklich wichtiger Erfolgsfaktor ist. Geladen werden kann unser Überlandbus an Ladesäulen mit bis zu 300 Kilowatt. Und natürlich bieten unsere Daimler Buses Solutions auch für den e-Enduro diesen berühmten und beliebten Schlüsselfertig-Service zur Umrüstung von Betriebshöfen. 2025 werden wir das Serienprodukt auf der Busworld vorstellen und ich freue mich heute schon wirklich darauf. Der elektrische Antrieb ist nicht die einzige Neuigkeit im Mercedes-Benz e-Enduro. Wir werden mit dem e-Enduro sogenannte Over-the-Air-Updates für unsere Fahrzeugflotte einführen. Man kann sich das so vorstellen wie eine Fernwartung. Damit können wir unsere Busse zukünftig schnell und ohne Werkstattbesuch auf die jeweils neueste Software aktualisieren oder zeitnah wichtige Sicherheitsupdates auch einspielen. Die Fahrzeuge verbringen also noch weniger Zeit in der Werkstatt und sind noch zuverlässiger. Und ebenfalls möglich wird das kontaktlose Nachrüsten von optionalen Funktionen, zum Beispiel die neueste Generation von Adaptive Cruise Control beispielsweise aufzuspielen. Das ist ein wichtiger Schritt, noch mehr Sicherheit und noch mehr Wirtschaftlichkeit reinzubringen. Stand heute werden wir diese Technologie als erster Bushersteller in Europa anbieten können. Und auch da kommt wieder die Synergie aus dem Hause Daimler Truck zum Tragen. Meine Damen und Herren, so viel an dieser Stelle zum Mercedes-Benz e-Enduro. Wer mehr erfahren möchte, hat in den Workshops natürlich ausreichend Gelegenheit dazu. Ich möchte Ihnen jetzt nur noch eine letzte Neuigkeit mitgeben. Seit wir 2018 mit dem ersten e-Citaro auf den Markt gekommen sind, haben wir vieles zur Elektromobilität dazugelernt und viele Konzepte tatsächlich auch weiterentwickelt. Dieses Wissen konsolidieren und fokussieren wir jetzt. Es soll systematisch jeder neuen Generation unserer Elektrobusse zugutekommen. Der e-Enduro bietet einen Vorgeschmack darauf, was zu erwarten ist, und er verwendet bereits die die Elektrik- und Elektronikarchitektur der künftigen Generation. Und noch in dieser Dekade wird jedes Segment von neuen Potenzialen bei Batterie, Energiemanagement, Gewichtsmanagement, Aerodynamik und vielem mehr profitieren können. Das ist jetzt auch Teaser genug. Da hören wir jetzt auf. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Sie sehen, wir bei Daimler Bus, wir setzen uns mit aller Ingenieurskraft tatsächlich dafür ein, dass die technologische Führungsrolle Deutschlands und auch ehrlicherweise die Wettbewerbsfähigkeit der EU weiterhin bestens und bestehen bleiben. Deshalb investieren wir auch trotz des harten globalen Wettbewerbs im Bereich Elektromobilität in unsere europäischen Werke. Und wir entwickeln und produzieren weiterhin ganz bewusst auch in Deutschland als einziger Bushersteller überhaupt. Liebe Gäste, ich hoffe, Sie stimmen mir zu, der Bus erfüllt eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Er ist für alle da, unabhängig von Alter, von Geldbeutel oder vom Beruf. Er bindet ländliche Gebiete zuverlässig an urbane Räume an, indem er eben seine Passagiere auch nachhaltig zum Arzt, zur Schule, zum Einkaufen oder zu Freunden schlichtweg auch bringt. Er ist flexibel, einsetzbar, sei es bei Großveranstaltungen wie der Fußball-WM oder auch bei Konzerten oder auch einfach nur in Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsteilnehmern im sogenannten multimodalen ÖPNV. Deshalb ist es uns in unseren Augen tatsächlich auch so wichtig, dass wir gemeinsam uns darum kümmern, dass die Transformation zur Elektromobilität in diesem Sektor so gut funktioniert. Wir hoffen wirklich,
dass wir hier in Berlin heute mit Ihnen gemeinsam weitere Partner für diese schöne und wichtige Aufgabe gewinnen. Und das gesagt haben, danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wirklich informativen Tag. Danke.